Hallo, mein Name ist Margarita Putzer und ich bin Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin der Gaumenfreundinnen GmbH. Wir sind ein Catering-Betrieb mit Sitz in Wien, der zu 100% biologisch und vegetarisch catert. An meiner Arbeit reizen mich vor allem zwei Dinge. Einerseits sind es die abwechslungsreichen Tätigkeiten, die mich als Geschäftsführerin tagtäglich begleiten. Und gleichzeitig ist es die Herausforderungen, die eigenen Ideale, was Nachhaltigkeit betrifft, im Arbeitsalltag umzusetzen und für unsere Mitarbeiterinnen und Kundinnen greifbar zu machen. Die Motivationen, die Gaumenfreundinnen zu gründen, waren vielfältig. Am wichtigsten ist sicherlich der Wunsch gewesen, meine Ressourcen dort einzusetzen, wo ich einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten kann. Dass das dann in Form einer Selbstständigkeit im Bereich der Gastronomie sein würde, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Gut gegessen, gekocht und Gäste bewirtet habe ich immer schon gerne. Auch der Hang zur Selbstständigkeit, der war schon früh da. Der Auslöser für die Firmengründung war aber dann das Kennenlernen meiner Geschäftspartnerin Philippa. Als wir uns kennengelernt haben, hat es sofort gefunkt. Wir haben schnell gemerkt, dass wir ähnliche Einstellungen und Vorstellungen haben von Nachhaltigkeit und Gastlichkeit. Ohne dass wir es sehr forciert hätten, waren die Gaumenfreundinnen dann ganz schnell gegründet. Die SDGs sind wichtig für uns, weil sie uns als Unternehmerinnen aufzeigen, wie wir uns für eine nachhaltigere Welt einsetzen können. Sie geben uns eine Orientierung, auf welche Aspekte des Wirtschaftens wir achten sollten, wenn man seinen Betrieb einen nachhaltigen Betrieb nennen möchte. Natürlich ist es notwendig, dass man sich auf einzelne SDGs konzentriert, die man mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung in die Welt bringen möchte. Aber irgendwann kommt man dann drauf, dass alle SDGs irgendwie zusammenhängen. Mit den Gaumenfreundinnen konzentrieren wir uns auf eine nachhaltige Landwirtschaft, indem wir auf 100% biologische Ware, fair gehandelte Produkte und eine rein vegetarische Küche setzen. Damit zu tun haben dann auch die Bereiche Reduktion der Treibhausgase, eine erhöhte Ernährungssouveränität und mehr Gesundheit für die Landarbeiterinnen und unsere Konsumentinnen. Ich möchte aber betonen, dass es nicht nur das Produkt oder die Dienstleistung eines Unternehmens ist, die die Integration der SDGs möglich macht, sondern besonders auch die Unternehmenswerte nach innen zu leben, also die Unternehmenskultur. Hier ist ein respektvoller Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen besonders wichtig. Und das klingt wie eine Floskel, weil diese Worte hören wir so oft, aber wir versuchen wirklich bei der Kommunikation mit unseren Mitarbeiterinnen und einfach im Arbeitsalltag diesen Respekt lebendig werden zu lassen. Herausforderungen bei der Integration der SDGs ins Unternehmen gab es genug. Als einer der ersten Catering-Betriebe in Österreich haben wir uns weit aus dem Fenster gelehnt, eine rein vegetarische Küche anzubieten. Freunde und Bekannte haben uns bei der Gründung nett gemeint zu verstehen gegeben, dass wir keinen großen Erfolg haben werden, rein vegetarische Küche anzubieten. Aber das Gegenteil war der Fall. Gutes Essen spricht sich herum, egal ob mit oder ohne Fleisch. Eine weitere Herausforderung war zum Beispiel auch die Lieferantenauswahl. Wir wollten so viele Produkte wie möglich aus regionaler Herkunft verarbeiten. Viele Bauern und Bäuerinnen aus der Umgebung Wiens produzieren aber nur eine kleine Auswahl an Produkten und so hätte das zur Folge gehabt, dass wir eine Unzahl von Lieferanten gehabt hätten. Das hätte unsere Bestelllogistik und generell die Arbeitsabläufe enorm kompliziert gemacht. Deshalb mussten wir einen Kompromiss eingehen und uns auf einige Produkte spezialisieren, oder nicht spezialisieren, wir mussten einige Produkte auswählen, die wir direkt bei regionalen Bauern und Bäuerinnen beziehen und andere, die wir im Großhandel beziehen. Aber man muss dazu sagen, auch der Großhandel hat eine große Auswahl an regionalen Produkten. Wir haben nicht aufgegeben, weil wir sonst gegen unsere inneren Werte gearbeitet hätten. Das funktioniert nicht. Irgendwann geht man kaputt. Und wir haben immer daran geglaubt, dass unser Konzept überzeugen kann. Je mehr positives Feedback wir bekommen haben, desto stärker haben wir daran geglaubt, dass unser Konzept funktionieren kann. Der Vorteil, die SDGs in unser Unternehmen zu integrieren, war, dass wir als Unternehmerinnen ganz wir sein konnten. Es hat sich ganz natürlich angefühlt. Wir konnten kreativ sein und herausfinden, welche Möglichkeiten der Gestaltung es gibt. Außerdem sind wir mit der Zeit draufgekommen, dass die Zeit schon mehr als reif war für einen nachhaltigen Catering-Betrieb in Wien. Die Nachfrage war da und steigt weiterhin.
naja, sie stieg an, bis Corona kam. Aber auch davon lassen wir uns nicht entmutigen. Es wird eine Zeit danach geben und wir werden krisensicher in eine neue Etappe des Unternehmens eintreten. Natürlich mit den SDGs an Bord. Ich möchte Startups raten, viel auszuprobieren und sich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auszutauschen und sich nicht davon entmutigen zu lassen, wenn man nicht 100% an die eigenen Ideale herankommt. Für mich war es einer der schwersten Schritte, einen firmeneigenen Transporter zu kaufen. Wir haben anfangs Autos ausgeliehen und sogar Caterings öffentlich transportiert, bis ich irgendwann draufgekommen bin, dass es ohne einen firmeneigenen Transporter nicht mehr geht. Dafür habe ich dann zum Beispiel mehr Energie hineingesteckt, wirklich gar keine Essensreste wegzuschmeißen. Das war mir immer enorm wichtig. So muss man einfach schauen, was geht und was nicht geht. Und vielleicht ist etwas jetzt noch nicht möglich, aber in der Zukunft schon. Visionen zu haben und daran zu arbeiten, dass diese Realität werden, ohne die Freude am Tun zu verlieren, das ist mein Rat.